Eigentlich würde jetzt hier wieder ein toller Intro-Gag kommen. Aber ich habe mal ausgerechnet, was es mich kosten würde, hier Beton reinzukippen. Und vor allen Dingen hinterher die Sauerei. Wer macht die denn weg? Willkommen in der Noppenklößchen-Scheune. Sagen wir mal Noppenklößchen-Schanze. Der Spruch muss sein. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Kobi-Fan und viele Sets handeln thematisch vom Zweiten Weltkrieg. Und wenn man so Sets baut und auch so kleine Dioramen, auch wenn es nicht Diorama heißt, es heißt Schaubild, egal, dann kommt man nicht drum herum, das ein oder andere Bunkerchen zu bauen, damit es einfach gut, authentisch und thematisch passt. Das ist jetzt zu Ende. Ich baue keine Bunker mehr. Ich baue keine Bunker mehr, denn es gibt da einen. Es gibt da ein fertiges Set, designt von meinem lieben Freund Florian, angelehnt hier an die Reihe mit der Ruine, wo Modbricks ja schon angefangen hat, gibt es jetzt die passende Bunkeranlage von Modbricks, designed in Germany by Florian W., die 18269022, 375 Teilchen. Und ich wurde mal wieder gefragt, was ich von diesem Set halte, beziehungsweise durfte ich wieder am Anfang so ein bisschen designtechnisch mit meinem Senf dazugeben. Bin nämlich sehr gespannt. Ich kenne nämlich nur die ersten Renderbilder, wo ich halt immer gesagt habe, ja, das nein. Und deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, hier diesen Karton auszupacken. Ist wie immer ein Prototyp. Deswegen hat er auch schon ein bisschen gelitten und war auch schon mal auf. Danke, lieber Zoll, dass ihr mal prüft, dass alles richtig ist. Und wir prüfen jetzt, ob alles richtig ist, gute Überleitung, hier auf meinen auch betongrauen Bautisch und gucken uns an, wie das Set hier wirklich ist. Ja, Freunde, da haben wir das Set und auf den ersten Blick muss ich sagen, als jemand, der hat gerne Schaubilder, Dioramen baut mit Klemmbaustein, der freut sich alleine wegen der Farbwahl, weil verschiedene Grautöne, verschiedene Grüntöne und verschiedene Brauntöne bzw. Beige-Töne. Was will man mehr? Das sind die Farben, die man immer braucht, wenn man gerade Landschaften und oder wie hier Bunker, Schlachtfelder bauen will. Ich muss sagen, ich finde den Bunker auf den ersten Blick richtig cool, alleine schon wegen dieser Tür, dieser Drehtür zum Verschließen. Und ein bisschen muss ich aber jetzt schon mal meckern. Ich finde, glaube ich, das Ding müsste eigentlich andersrum besser aussehen, denn da haben wir diese typische Bunkerfront. Wir sehen hier zwei Lanzer, zwei Soldaten, das sind diese Modbricks Kogo-Figuren, die ja, was so diese Waffen und die Helme an und hier den Hut angeht, kompatibel zu Lego-Figuren sind. Ich habe es euch gesagt, dass es 375 Teile sind. Die Altersempfehlung, ja, die kommt immer vom Chinesen mit, weiß ich nicht. Und die Artikelnummer 18269022. Wir schauen uns mal die Rückseite an. Und da sehen wir nämlich hier oben ein Foto des MG-Nestes. Also das MG ist auch, was wir bauen. Könnt ihr ja gegen ein vielleicht fertiges von Kobi oder was ihr so habt im Fundus austauschen. Hier sehen wir aber auch wieder ein bisschen einen Busch. Finde ich gut, also gerade generell das viele Grün und Braun und ach, auch die Sandsäcke. Herz, was will man mehr? Schauen wir uns hier unten an, ja, die Anbieterkennzeichnung, damit wir wissen, wo es her ist. Dann sehen wir überall schwarz Modbricks, schwarz-weiß Bunkeranlage. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann hier oben auch nochmal, also ich habe glaube ich alles gezeigt, ist ja nicht viel. Was ich euch nur schon mal sagen kann, ist, dass dieser Bunker so ein bisschen aussieht wie ein Tobruk-Bunker. Warum das Tobruk-Bunker heißt, das sage ich euch gleich bei den Fakten. Jetzt schneiden wir den Karton erst einmal auf. Das ist ja nicht schwierig hier. Zack, zack, er war ja schon mal auf. Zack, zack, zack. Beziehungsweise war er nicht auf, er war, und das seht ihr hier, da so der Kleber hält nicht mehr. Wahrscheinlich kommt das durch den Transport von Übersee. Tada, da machen wir es auf. Wir sehen hier, die Anleitung ist klammergebunden, aber geknickt. Wir haben hier Mauersteine, 3 Stück, das ist schon mal gut. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tüten. Eine kleine 16 x 16er Plate. Hier haben wir ein bisschen, ja, Waffenzubehör. Wahrscheinlich viel zu überdimensioniert wieder, wenn ich hier sehe. Wir haben hier einen Bogen. Wir haben hier, wir haben so eine Pistole hier für Batman, mit dem man Pfeile schießen kann, zum sich hochziehen. Ja, und eigentlich sehen diese Waffen hier eher aus wie Waffen für die Apokalypse. Na gut, wir haben sogar, wenn ich das richtig sehe, 4 Mauersteine statt 3. Die sind
immer ein bisschen leicht zerkratzt, glaube ich. Ja, sieht man hier auch, wenn sie halt offen im Karton liegen. Das bleibt nicht aus, weil es halt so scharfkantig ist. Vielleicht in Zukunft mal anders verpacken. Und hier haben wir sogar eine Tüte, die einen Zipverschluss hat. Und da könnt ihr mal reingucken. Die Steinchen sehen ganz okay aus. Ja, typische China-Steine. So Modbricks, Lele-mäßig. Also fassen sich auch ganz okay an. Denke mal, für die Qualität hier spricht das schon für den Preis. Aber das Wichtigste ist ja immer, und deswegen schiebe ich jetzt mal einfach alles aus dem Bild, ist immer die Anleitung. Denn was will uns der Florian sagen? Das wollen wir ja wissen. Wir sehen hier auch DIN A4. Wir werden wahrscheinlich keine Tütensortierung haben. Nein, haben wir nicht. Ich packe den Karton mal wirklich hier weg. Er ist ein bisschen, nimmt uns ein bisschen die Sicht auf die Anleitung. So, jetzt haben wir es. Typisch China sehen wir die ersten Teile, die wir uns rauslegen müssen, und dann hier mit gelben Pfeilen, wo wir es aufnoppen. Das ist immer sehr viel. Dann rot umrandet, wo wir was drauf noppen. Also wir haben hier keine Unterscheidung, was schon gebaut wurde, außer das, was wir drauflegen, nämlich diese Rotumrandungen. Und wie gesagt, oben immer die Teile, die wir verbauen. Ich denke mal, es wird nicht viel sein. Wir haben nämlich, dann sehen wir es, 10 Seiten und 41 Bauschritte. Florian packt die Seiten immer sehr voll. Also wir bauen hier relativ viel, aber wir sehen hier immer 4 Schritte mit den Steinchen. Das finde ich ganz gut. Ich denke mal, das kann man ganz gut bauen. Und wir haben auch Gott sei Dank nicht so viel Grün auf Grün. Ja, aber auch das kann ich euch erst gleich genau sagen, wenn ich fertig bin. Deswegen jetzt viel Spaß bei dem Bauen und bei den Fakten und dann natürlich gleich beim Review. Ich habe jetzt richtig Lust zu klemmen, aber das wisst ihr ja, das habe ich irgendwie ja immer. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über Bunker. Der Bunkerbau ist im Prinzip aus dem Festungsbau des 18. und 19. Jahrhunderts abgeleitet. Verwendet wurden zuerst massive Steine, die zu meterdicken Wänden verbaut wurden. Durch das Aufkommen von Brisanzgranaten, Schnellfeuergeschützen und der während des Ersten Weltkrieges beginnenden Luftangriffe wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts robuste Materialien benötigt. Der damals noch recht neuartige Stahlbeton stellte sich hierfür als ideales Material heraus. Mit Stahlbeton konnten die Wände von Bunkern kompakter konstruiert werden, ohne ihre Schutzwirkung zu verlieren. Durch ständige Forschung und Entwicklung wurde die Qualität von Beton und Stahl kontinuierlich verbessert. Wie haltbar einige der Materialien sind, zeigen deutlich einige der immer noch erhaltenen Flaktürme, zum Beispiel in Wien. Nach dem Zweiten Weltkrieg misslangen viele Versuche, diese Bauwerke zu sprengen. Überall in der Bundesrepublik stehen noch einige massive Exemplare dieser Bunker rum. Kommen wir mal zur Geschichte der Bunker. Blockhäuser wurden ursprünglich aus Holz gefertigt. Zur Verwendung kamen dabei vor allem Harthölzer. Da diese Art des Bunkers eher temporärer Natur war, wurde im Gegensatz zu anderen Bunkern kein besonderer Wert auf massiven Schutz gelegt. Verstärkt wurden diese Blockhäuser noch durch Sandsäcke. Durch den Einsatz von Stahlbeton entwickelte sich im Ersten Weltkrieg daraus die Pillbox. Diese verfügte wie das Blockhaus über Schießscharten und bot insbesondere Schutz für Maschinengewehrschützen. Die deutsche Entsprechung dazu hieß MEBU, Maschinengewehr, Eisenbeton, Unterstand. Ja, wir Deutschen können ganz gut abkürzen. Ebenfalls im Stellungskrieg des Ersten Weltkriegs entstanden die Unterstände als behelfsmäßige Bunker innerhalb einer Gefechtslinie im Schützengraben. Sie dienten als Truppenunterkunft und boten nur minimalen Schutz. Die Schutzwirkung beschränkte sich meist nur auf den Schutz vor Splittern, Schrapnellen und Infanteriebeschuss. Sie wurden meist in die Erde getrieben und häufig nur durch Holz, einfachste Betonfertigteile oder Wellblechtafeln gegen das Erdreich gesichert. In der Zwischenkriegszeit begann man anstelle der bisher üblichen ringartig strategisch gepunktet gelegene Festungswerke und Gürteln durch Grenzbefestigung, bestehend aus Kampfbunkern, kleinen Kampfständen und dazwischenliegenden Panzersperren zu bauen, die der grenznahen Verteidigung eines Landes dienen sollten. Hierbei wurde häufig auf standardisierte Bauformen zurückgegriffen. Auf Deutsch hat man das oft als Regelbau bezeichnet. So wurden im Deutschen Reich
der Ost- und der Westwall errichtet, in Frankreich die Maginot-Linie und in Italien der Alpenwall, auch Vallo Alpino del Littorio genannt. Die Schweiz ist heute eines der Länder mit sehr vielen Bunkern in den Alpen, die für den Verteidigungsfall und den Zivilschutz errichtet wurden. Des Weiteren wurden Bunkeranlagen in dieser Zeit häufig zur Verstärkung von Auffangstellen und wichtigen Durchgangspunkten wie Flussübergängen angelegt. Der während des Zweiten Weltkriegs gebaute, mit zahlreichen Bunkern verstärkte Atlantikwall sollte die Küsten des von Deutschland besetzten Westeuropas vor einer alliierten Invasion schützen, von den Grenzen Spaniens bis hoch nach Norwegen. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden in Europa viele Bunker als entbehrlich eingestuft und ihre Wartung bzw. Instandhaltung beendet. Eine Beseitigung der äußerst massiven Betonkonstruktionen ist jedoch sehr schwierig, insbesondere wenn eine Sprengung wegen benachbarter Bebauung nicht in Frage kommt. Durch die extremen Wandstärken, die den nutzbaren Innenraum stark verkleinern, und die naturgemäß fehlenden Fensteröffnungen ist eine Nutzung etwa zu Wohnzwecken meist unmöglich oder zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand zu realisieren. Daher wird meist vergeblich nach einer Verwendung für Bunkeranlagen gesucht. Andererseits ist es auch ein Anliegen der Denkmalpflege, historische Bunker als Geschichtszeugnisse möglichst zu erhalten. Es gibt folgende zwei große Kategorien von Bunkern, und zwar ist es einmal der Hochbunker, so wie die Flakbunker in Wien oder in Hamburg, und die Tiefbunker, so wie Norrid in den USA. Dann unterscheiden wir noch von Luftschutzbunker, Atomschutzbunker, Flugzeugbunker und zum Beispiel U-Boot-Bunker. In Albanien gab Enver Hoxha den Bau von ca. 700.000 Bunker an strategisch wichtigen Punkten als Ziel aus, um die Unabhängigkeit des Landes zu sichern. Stichwort blockfreies Land. Die Küste ist mit größeren Bunkern für Geschütze und kleineren für Personen durchzogen worden. Noch ein wichtiger Fakt oder lustiger Fakt: Angehörige der Bundeswehr erhalten Bunkergeld, wenn sie in Bunkern Dienst tun. Voraussetzung ist aber, dass die Bunker über keine Zufuhr von natürlichem Licht und Außenluft verfügen. Die Raumhöhe muss die normale unterschreiten. Zuständig für die Entscheidung, ob ein Bunker diese Voraussetzung erfüllt, ist das Streitkräfteamt. Ja, Freunde, das waren jetzt einige massive Fakten dank Wikipedia, und bei massiven Fakten muss ich auch wieder an diese massiven Wände denken. Ich denke, ihr habt alle schon einmal irgendwo in Deutschland einen Bunker gesehen. Selbst bei mir in meiner kleinen Heimatstadt gab es an einem Wanderweg so einen kleinen Ein-Mann-Splitterschutzbunker. Und wer in Wien wohnt oder in Bremen oder in Hamburg, der weiß, wovon ich rede. Gerade in Hamburg, neben dem Stadion von St. Pauli, steht ja einer dieser Flakbunker, der sogar vom NDR mal benutzt wurde und, das finde ich ganz schön, gerade zu einem quasi neuen hängenden Garten umgebaut wird. Also Bunker für die Umwelt. Das waren jetzt sehr viele Fakten. Ich hoffe, sie haben euch Spaß gemacht. Und jetzt viel Spaß beim Review. Eine Stunde 45 und 375 Steinchen später ist die Bunkeranlage von Modbricks, das Set 18269022 fertig. Und ich zeige es euch mal ganz kurz. Schaut mal rein. Hier von vorne diesen MG-Bunker mit dem gebauten MG von Modbricks. Dann haben wir hier die Felsformation. Der Bunker ist ja in die Felsen rein. Hier haben wir noch den Bunker mit dem Aufbau mit den Sandsäcken. Ich zeige es euch mal so ein bisschen. Muss ein bisschen die Kamera halten. Hier oben drauf die Sandsäcke. Das einzige so richtige Manko habe ich so in der Anleitung nicht genau sehen können, wie ich sie bauen sollte. Und dann hier die Rückseite mit dem Tor hier mit dem Rad zum Aufdrehen. Da könnt ihr schauen. Könnt ihr auch reinschauen, seht ihr nicht relativ viel. Von unten, ja, ein bisschen kleinteilig, die vielen Plates. Hier ist mir auch gerade eine runtergefallen, die habe ich wohl nicht richtig festgedrückt. So, jetzt ist sie richtig. Als Play-Features, wenn man so sagen kann, ist ja, wir können hier die Klappe aufmachen und wir haben hier noch eine Klappe nach unten zu einer Leiter. Das kann man sogar hier ein bisschen abnehmen. Wartet mal, so zack, 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 dann kann man da reingucken. Generell ist hier drin alles hohl. Hier kann man es nicht so gut abnehmen, aber man könnte es auch abbauen. Ich mache es einfach mal. Ich baue es mal auseinander für euch. So, dann seht ihr auch da, ist es hohl. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Hier die Sandsäcke. Wie gesagt, Sandsäcke anbauen ist immer so ein bisschen, ja, tricky. Habe ich auch so gut nicht in der Anleitung, wie gesagt, entnehmen können. Aber ich glaube, da seid ihr relativ frei. Also seht ihr auch hier
hohl. Da kann man sicherlich noch das ein oder andere Innenleben reinbauen für Mannschaftsräume oder sowas. Und dann bauen wir das hier wieder dran. Zack, das geht alles relativ fix. Für mich nur wieder auch so ein bisschen die Erkenntnis, mein kleiner grauer Bauflies hier ist nicht so gut bei so manchen Sets, wenn man so immer viel drücken muss. Gerade wenn es so mit vielen kleinen Plates unterfüttert ist, dann ist das wirklich nicht gut. Dann drückt sich das, ja, ich kriege einfach keine Kompression, nenne ich es jetzt mal, einfach auf die Steinchen über diese, verhält herum, über diesen, ja, Vlies. Er fädelt halt wieder zurück. So, und hier ist die Klappe, geht wieder zu. So, ja, dann haben wir hier auch eine 14x14 Noppen breite Dachkonstruktion. Ist ein bisschen blöd, weil sie halt kleinteilig zusammengebaut ist. Das seht ihr hier von unten, da fällt auch wieder immer eine mal ab. Das ist die hier, weil es halt so zusammengebaute mehrere Plates sind. Und so richtig hält es eigentlich bei mir auf jeden Fall nur durch die Tarnung hier oben. Ich habe die Blätter alle so, ja, auch habe ich das nicht in der Anleitung so gut erkennen können. Ich habe die einfach so zusammengebaut, dass es ein bisschen hält und auch noch ein bisschen nach unten Spannung gibt. Und auch hier seht ihr, der Bunker ist von innen leer. Also auch da könnt ihr noch ein bisschen was reinmachen. Einzige so richtige Schwachstelle ist hier vorne dieser Bunkerteil, der eigentlich mit am besten aussieht, aber leider hier keine Querverbindung, keine Konstruktion zum eigentlichen Hauptrahmen hat, sondern einfach nur hier zusammen ist und dann auch noch nur mit einer Noppe. Das heißt also, es hält relativ mau und auch von unten ist keine Gegenstützung und deswegen fliegt der auch schnell auseinander, quasi als wenn der Trupp, der James Ryan sucht, hier in der Normandie quasi diesen Bunker angreift. Also kaum Widerstand. Ihr seht hier nur, da haben wir 6 Noppen, da haben wir 4 Noppen, da muss das Ding drauf. Und da müsst ihr aufpassen. Also das Dach kann man zwar abnehmen, aber ich würde es euch nicht empfehlen, weil dann fällt halt wieder alles auseinander. Ihr seht es hier nur auf 4 Noppen, das ist Absicht halt, aber dadurch, dass hier halt der Verbund fehlt, fällt es halt gleich auseinander, wenn man da dran geht. Also ich würde euch empfehlen, irgendwie von unten gegenkontern und das Dach hier, vielleicht nehmt ihr auch hier diese 1x6er Teils raus und macht da richtige 1x6er Bricks rein und schon hält es wahrscheinlich etwas besser oder macht auch hier eine Verstrebung zum Stein. So, ihr seht, es fällt nämlich auseinander. Ich wollte euch nämlich eigentlich das MG zeigen, da ist es. Da ist dieses MG, das gebaute. Das finde ich relativ lustig, wenn man es aus Bricks baut halt, ne? Warum nicht? Man muss ja nicht immer für alles ein Mold haben. Es hat so ein bisschen den Klemmbaustein-Charme halt. Aber auch hier werde ich das trotzdem gegen ein MG von Kobi austauschen. So, ihr seht, von unten gibt es keine Konterung. Deswegen fällt es auseinander. Also ein Set, was wie oft bei diesen Sets hier, war bei der Ruine ähnlich von Modbricks. Ups, jetzt habe ich mich jetzt, das war jetzt aber kein Konstruktionsfehler. Ich bin einfach zu dumm, ich bin hier gegengekommen. Babam. So, diese Antenne. Was ich sagen will, wie bei der Ruine, ihr könnt einfach das Set als Grundstock nehmen und baut vielleicht noch Mannschaftsräume rein und die ein oder andere Veränderung. Vielleicht erweitert ihr das auch mit Schützengräben oder einer Stellung für eine Kanone. Gibt da von Kobi ja genug oder Nebelwerfer und. Da ist ja Gott sei Dank mittlerweile im Klemmbaustein Militaria the sky's the limit, da gibt es genug Möglichkeiten. Also dieses Set ist gut, schreit aber unbedingt nach, ja, gib mir mehr, bau mich um und das finde ich auch. Ich weiß nämlich, der Originalentwurf vom lieben Florian, der hatte noch einige Mannschaftsräume und die versuche ich mir hier auch reinzubauen. Bilder findet ihr dann sicherlich auf dem Discord, in meiner Telegram-Gruppe oder auf Instagram. Und die Figuren, ja, einen Schwachteil hat, oder Schwachteil, kann man wirklich sagen, Schwachteil, kann man hier bei der Figur sagen, ist nämlich das versprochene Karabinergewehrchen mit den Zielfernrohr. Das gibt es nämlich in diesem Karton nicht. Natürlich habe ich wie immer hier einen Prototyp, aber im Tray haben wir keinen Karabiner. Deswegen habe ich jetzt hier den Lancer quasi ein Beute, ja, Schrotgewehr, eine Pumpgun in die Hand gedrückt. Der Offizier, der hat seine Pistole ganz normal, sieht ganz lustig aus. Sind halt diese Modbricks Coco-Figuren. Da habe ich jetzt schon ein paar von. Finde ich ganz niedlich, dass Modbricks da seinen eigenen Weg geht. Steinchen habe ich auch über. Das sind 5 Stück. Die Steinchen, 4, Entschuldigung, der Herr Mense kann nicht richtig zählen. Der Blockstar 4 an der Zahl, also 4 gewinnt. Das ist ganz cool. Steine, die übrig sind, hat man immer ganz gerne. Und ich bin froh, jetzt euch hier diesen Bunker gezeigt zu haben, denn ich kann es wirklich kaum erwarten, den irgendwie zu erweitern. Auf eine Plate zu packen, vielleicht so ein bisschen mehr
Tan dazu, dass wir hier so den Sand haben, so wirklich ein bisschen Normandie-Flair reinkriegen. Oder ja, vielleicht auf eine weiße Plate und wir stellen ihn uns vor als Westwall 4445. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Also ein cooles Set, das strukturell hier ein paar Probleme hat, aber uns noch mehr Möglichkeiten bietet, uns da auch ein bisschen zu entfalten. Steine sind soweit okay, das sind die Modbricks-Steine, so wie ihr das kennt. Da gibt es von der Qualität her nichts zu sagen. Ich habe zwar ein paar Schattierungen in den Grautönen, aber beim Bunker, ganz ehrlich, ist mir das total Latte. Eher sogar vom Vorteil. Ja, Freunde, in diesem Sinne, jetzt habe ich euch den Bunker ein bisschen näher gelegt, aber ich möchte euch gleich nochmal meine Augen näher legen, wenn wir uns nämlich in eben diese schauen. Ja, Freunde, da ist das Video schon zu Ende. Ich habe das Set fertig, das Review ist auch fertig. Ich habe mal euch zum Vergleich hier von Modbricks die Ruine dazugesellt zur Bunkeranlage, damit ihr auch mal seht, wo die Reise hingeht. Denn ich weiß, dass noch das ein oder andere themenbezogene Set hier bei Modbricks bzw. hier auf meinem Kanal dann für euch kommt. Ich darf ja immer freundlicherweise diese Prototypen reviewen. Deswegen freue ich mich auf das, was noch kommt und da könnt ihr wirklich gespannt drauf sein. Natürlich habe auch da ich wieder meine Finger irgendwie im Spiel gehabt. Natürlich nicht designtechnisch, das macht alles schön der Florian, macht ja auch ganz gut. Aber ich habe immer so ein bisschen den, wie soll ich das sagen, YouTube beziehungsweise auch historischen Beratungsfinger da irgendwie mit auf den Abzug. Das ist cool, das macht mir echt Spaß, deswegen bin ich den Jungs bei aller Kritik auch immer sehr dankbar. Ich bin aber auch wie immer sehr dankbar, wenn ihr Kritik äußert und mir die unten in die Kommentare reinschreibt. Was haltet ihr von dem Set? Ist das was für euch? Sagt ihr auch so, ja, da haben wir drauf gewartet? Oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht, es gibt doch schon die Bunkeranlage von Sluban oder bla bla bla. Bitte schreibt mir das wie immer in die Kommentare. Ich lebe davon. Ich bin da wie die Motte zum Licht, wie die Wespe am Frühstückstisch. Ich brauche einfach eure Kommentare. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Auch vielen lieben Dank möchte ich euch nochmal sagen für jetzt 3000 Menschen, die hier meinen Gefasel, Gestammel und den sich immer verstricken in irgendwelche Überleitungen hier lauscht und folgt. Vielen lieben Dank dafür. Ich werde noch irgendwas für machen. Ich bin eigentlich kein Freund von so Specials, aber ich werde da irgendwas machen, damit wir alle Spaß haben, weil diese 3000 Leute, das seid ja ihr. Das ist zwar mein Kanal und ich drehe hier die Videos, aber ich sehe das ja immer irgendwie als Gemeinschaftsprojekt. Und deswegen euch auch vielen, vielen lieben Dank. Ja, genug geschwafelt. Das Ding schreit nach mach noch was, da freue ich mich drauf. Wenn die Kamera aus ist, werde ich nämlich gleich hier an meinem Teilefon losgehen und gucken, wo ich da noch was dran machen kann. Ich habe da so eine Idee, wie gesagt, so ein paar Etagenbetten für die ja, Mannschaft, da habe ich noch ein bisschen Bock drauf. Und ich habe zwar 1 Stunde 45 gebraucht, um diesen Bunker hier zu bauen, lag aber auch daran, dass ich nebenbei wirklich Saving Private Ryan, auf Deutsch der Soldat Jazz Ryan, geguckt habe. Und ja, da war ich vielleicht nicht immer mit beiden Augen hier beim Set oder an der Anleitung, sondern ja bei Herrn Tom Hanks und ja, ist halt einfach ein cooler Film, der gerade so Thematik Bunker ja auch irgendwie beleuchtet. Das musste sein. Ja, in diesem Sinne noch einmal danke für Modbricks für das Stellen, danke für Florians Design und danke für deinen oder euren Blick hier auf das Video. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Freunde, ich weiß, ihr habt mich lieb, ich habe euch auch lieb. Auf Wiederbauen, gesund bleiben. Euer Freund, der Blockstar.